Einen wunderschönen guten Morgen zurück aus meinem Vlog-Urlaub. Ich habe 3 Wochen, denke ich, keinen neuen Vlog mehr gemacht. Ich war eine Woche krank. Ähm, Da war ich einfach nur, da war ich platt, da war ich fertig. Da war ich so K.O., dass ich halt wirklich gesagt hatte, okay, komm, du lässt einfach alles liegen, du musst dich auskurieren. Und nachdem ich krank war, war ich eine Woche im Urlaub. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe was gepostet, als ich mit meinem Sohn da auf dem Wasser war. Also krank Urlaub und dann die erste Woche natürlich auf der Arbeit. Da musste ich erstmal wieder klarkommen, schauen, dass ich halt wieder alles so nachhole, was liegen geblieben ist und mich um so ein paar Sachen kümmern. Aber egal, da bin ich jetzt wieder. So, also, wir fahren wieder. Ich habe mein Auto natürlich, das wisst ihr ja, ne? Und wir werden jetzt halt wieder anfangen, nach und nach einfach ein paar Sachen zu machen. Aber heute, so, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den überhole, weil der fährt mir echt lahm. So, und tschüss. So, naja, also ich habe so ein paar coole Sachen gelesen. Also das war gestern jetzt ja ganz neu. Ich weiß noch gar nicht, wie frisch das ist oder ich weiß auch noch gar nicht, ob das wirklich stimmt. Aber Tesla arbeitet aktuell an einem neuen Software-Update. Also es gab jetzt vereinzelt mal wieder hier oder da so ein kleines Update, so eine Nach-Punkt-Punkt-Korrektur, also 2025. Ich glaube, wir sind jetzt aktuell bei der 18. Punkt irgendetwas. Aber die arbeiten wohl gerade an der 2025.20, habe ich gestern gelesen. Und die arbeiten dort an der Grok-Integration für den Tesla. Also die arbeiten ja die ganze Zeit, aber damit soll das ausgerollt werden. Und da bin ich halt schon echt gespannt, ne? Weil ich erwische mich selber im Alltag, also ich weiß nicht, manche Leute finden es toll, manche Leute finden es total dämlich. Aber wie gesagt, ich erwische mich schon mittlerweile öfters im Alltag selber ChatGPT zu nutzen oder auf der Arbeit Gemini, weil da dürfen wir nur mit Gemini arbeiten. Und ich finde das halt echt angenehm. Ne? Also ich finde das wirklich super angenehm. Ne? Da gibt es halt solche Funktionen wie, wenn du halt so eine mega E-Mail bekommst, von wegen, dass du halt sagst, naja, dann fassen wir die halt eben kurz zusammen oder so, dann highlightet ihr dir halt einfach so, ja, das Wesentliche der E-Mail, das finde ich halt immer ganz, ganz angenehm, aber halt auch allgemein so für andere Sachen. Ne? Wenn wir halt irgendwie auf der Arbeit jetzt zum Beispiel, das ist ja auch ganz spannend, wenn wir da halt irgendwelche Kommentare erfassen, um halt diverse Sachen zu bewerten, ne, dann hast du natürlich schon so eine Idee und würdest es selbst schreiben, aber wir schreiben ja auch vieles auf Englisch und dann kannst du das halt einfach elegant übersetzen lassen. Ne. Das ist halt auch für die Arbeit so eine Bereicherung, finde ich. Alleine das Zusammenfassen der E-Mails und dann ja, wie gesagt, ja halt auch einfach die Unterstützung während der Arbeit für die Arbeitstätigkeit. Das finde ich halt schon cool. Ne? Und bei ChatGPT erwische ich mich halt auch so privat jetzt, ne? Dass ich halt, naja, auch so die Bildfunktion nutze. Ne? Das ist auch total cool. Da hatten wir jetzt neulich, da war ich beim Nachbarn und da gab es halt irgendwie so eine Pflanze, die bei denen dort halt so gewuchert hatte und wir wussten jetzt alle nicht, ist das Unkraut oder ist das irgendetwas, was die mal gesät hatten, weil das sah aus wie so ein Bodendecker mit so gelben Blüten teilweise, aber das System hat wohl, oder ChatGPT hat dann, als wir das fotografiert hatten, gesagt, das ist halt meistens Unkraut und damit wussten sie, okay, alles klar, das haben wir halt nicht gesehen. Ne? Oder halt andere Fragen, wie ist, keine Ahnung, das Verhältnis. Oder was auch ganz spannend war, wir haben einfach mal geguckt, uns ChatGPT gefragt, ob der uns eine Unterkunft zum Beispiel auf Mallorca empfehlen kann, was relativ nah am Wasser ist, mit Meerblick und in der Preiskategorie XY. Dann macht er die halt Vorschläge. Ob die halt passen, muss man selber gucken. Aber das ist halt trotzdem total spannend, einfach zu gucken, was kommt dabei heraus. Das hätte ich auch mal ausprobiert für so einen Pauschalurlaub. Also, naja, nicht pauschal, sondern für ein Hotel. Also bedeutet, ich hätte ChatGPT einfach mal gefragt, ey, such mir doch mal bitte ein Hotel, was nah am Strand ist. Am besten Strandnähe oder Strandlage. Und Zimmer hätte ich auch gerne mit Meerblick. Und es soll halt sehr kinderfreundlich sein und relativ klein. Auch solche Sachen löst das Ding und gibt dir da halt Vorschläge. Da muss ich aber auch zugeben, dass mir die Vorschläge nicht so unbedingt gefallen haben und dass ich da nochmal privat weitergesucht hatte. Aber ich finde es halt voll cool, dass es halt in die Richtung geht, dass du halt einfach mal solche Recherchetätigkeiten irgendwie der KI übergeben kannst und die sucht da halt einfach irgendwas für dich raus. Was ich halt echt cool finde, ist dann halt die Integration im Auto und ich bin halt wirklich gespannt, wie die das lösen. Wird das halt einfach nur so eine KI sein, die halt ja in der Lage ist, mit dir zu kommunizieren und halt der Fragen zu stellen, oder wird das halt wirklich so eine KI sein, die halt mit den Funktionen des Fahrzeugs halt verbunden und verknüpft ist? Weil das wäre halt schon echt nice. Ne? Das ist so, wenn ich mir halt vorstelle, also
wie das Spektrum der verbalen Funktion sich halt erweitert durch diese KI-Funktion im Auto. Also ich hoffe halt echt, dass sie das ja schon ziemlich krass im Auto irgendwie verknüpfen. Also ich bin auch einer sowieso, ne? Das ist so, ich weiß, Datenschutz ist immer ein großes Thema, aber ich habe halt so erstmal nichts zu verheimlichen oder sage halt, dass das, was ich mache, halt irgendwie Propaganda oder irgendwas anderes ist. Das ist mir halt relativ egal und von daher bin ich da auch eigentlich immer offen für für solch ja, Entwicklungen, die halt kommen, ne? Das halt einfach im vollen Umfang nutzen zu können, weil ich da halt keine Bedenken habe für mich so als Person, als solche, ne? Und das ist einfach so die Situation zu sagen, ey, du hast gerade eine Route im Tesla geplant, die dich irgendwie, weiß nicht, nach Bonn, Köln, Berlin oder wo auch immer führt und dann würdest du halt einfach Grok sagen, ich muss auf Toilette, such mir bitte den nächstgelegenen Supercharger und fahr den an. Peng, setz das Auto um. Ich würde das super cool finden, ne? Oder solche Sachen wie, ey, wie wird das Wetter am Zielort? Ich meine, klar, du kannst halt hier jetzt mit deinem Knopf da auf dem Display, da gibt es ja so eine Funktion, dass du dir das Wetter jetzt ja mittlerweile auch anschauen kannst am Zielort oder so, aber das halt eine Antwort dort vom Auto zu bekommen, würde ich halt viel cooler finden. Ne? Also du stellst die Frage und kriegst halt einfach eine Antwort, wie es sein wird. Ne? Oder was weiß ich, dass du zum Beispiel sagst, naja, ich fahre jetzt irgendwo hin, habe eine Route, ob das jetzt dienstlich ist oder was anderes, naja, egal. Aber du hast halt ein bisschen Zeit und würdest halt einfach die Frage stellen, gibt es irgendetwas Sehenswertes auf dieser Strecke, wo ich halt, was ist im Radius von 10 Kilometer der Strecke, was man sich halt unbedingt mal angesehen haben muss oder so. Das ist, weiß ich, würde ich auch cool finden. Also einfach die Funktionalität des Fahrzeuges mit Grok verknüpft, dass er dann halt ja alles drumherum planen kann. Also sowas wie, mir ist kalt, mir ist warm, macht die Sitzheizung an, macht das Fahrzeug ja sowieso schon. Aber ich glaube halt durch diese KI-Unterstützung würde das alles auch nochmal so ein bisschen geschmeidiger ablaufen. So ein bisschen, ich weiß nicht, fehlerfreier, weil ich erwische mich schon oft, wenn ich halt einfach mal mit einem Sprachbefehl was mache, dass es halt nicht ideal umgesetzt wird. Ne? Also ich probiere es einfach mal aus. Mir ist kalt. Befehl nicht verstanden. Mache es wärmer im Auto. Temperatur um 1,5 erhöht. Siehst du, also das ist okay, wenn du sagst, mach es wärmer, dann schafft er das halt schon umzustellen, ne? Aber das ist mir zu warm. Stelle die Temperatur auf 21 Grad. Siehst du, das funktioniert auch. Also das ist schon cool, dass wenn du halt einen direkten Befehl mit einer direkten Aufforderung halt erstellst, sowas wie mach es wärmer oder stelle auf 21, dann macht er es. Aber zu sagen einfach, mir ist kalt, da bricht er halt ab. Ne? Und was ist jetzt? Stell die Sitzlüftung an. Befehl nicht verstanden. Weil im Highland, habt ihr ja nicht nur beheizte Sitze, sondern ja auch diese belüfteten Sitze, aber das kennt er halt nicht. Ne? Aber ich könnte zum Beispiel sagen, mach die Sitzheizung an. Ja, jetzt hat er die vordere und die hintere Sitzheizung auf hoch. Wir gucken mal. Ja, vorne ist hoch, das bringt mir jetzt gar nichts. Ne? Also vorne ja schon, aber hinten wozu? Also hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, mache beim Fahrer bitte die Sitzheizung an. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, mache überall die Sitzheizung aus. Mache die Sitzheizung aus. Also macht wieder dieses, ne? Deshalb denke ich halt, wird das mit der KI einfach ein bisschen flüssiger, weil mach überall die Sitzheizung aus, damit meinte ich ja alle Sitze, die wir halt im Fahrzeug haben, damit ich die direkt ansteuern kann. Befehl nicht verstanden. Wenn ich aber sage, mach die Sitze aus, Befehl verstanden, er macht die Sitzheizung halt aus. Ne? Das ist so, ich glaube halt einfach, dass wenn die das vernünftig verknüpfen, könnte es halt echt nochmal cooler werden. Und ich weiß nicht, du hast ja so viele, das Fahrzeug ist ja komplett elektrisch. Du könntest ja, wie cool wäre das halt einfach, wenn du über Grok das ganze Auto steuern kannst. Sowas wie, mach Kofferraum auf oder mach die Scheiben hinten zu oder so. Weißt du, falls du Kinder hast, na klar, du kannst das ja auch hier an der Seite einfach hochdrücken. Aber ich würde es halt einfach total abfeiern, wenn diese Funktion halt geht. Ne? Oder wenn das halt irgendwie unterstützt wäre. Aber naja. Also wie gesagt, die arbeiten wohl gerade an der 20, also natürlich arbeiten die an der 2025, weil das entwickelt sich ja auch permanent weiter, ob es kleine Fehler sind oder was anderes. Ne? Aber ich würde es schon echt total cool finden, wenn die dann echt so diese Grok-Geschichte mit dem Fahrzeug haben. So, ich bin jetzt gleich in der Tiefgarage, fahre weiter zur Arbeit Richtung Hannover. Ich freue mich wieder online zu sein, euch ein paar Hinweise zu geben. Was haltet ihr eigentlich von dieser KI-Geschichte im Auto? Findet ihr das eigentlich eher so ein Gimmick? Findet ihr das auch so spannend wie ich? Oder sagt ihr, Alter, so, will ich eigentlich nicht wirklich was mit zu tun haben? Also ja, cool, dass es das gibt, aber
Das brauche ich per se jetzt erstmal nicht. Na, also schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie steht ihr zu KI, was haltet ihr davon? Ich habe hier einen Parkplatz gefunden, fahre da erstmal ran und dann melde ich mich auch gleich wieder ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen erfolgreichen und ruhigen Tag und ja, man wird sich, also ihr mich sehen und ich euch eventuell lesen können, ne, wenn ihr halt Kommentare habt. Von daher, bis dann.